Alrighty dann und damit herzlich willkommen zu Shakes and Fidget Serverstart EU19 Tag 3. Und ja, gucken wir mal in die Pet-Ernhalle rein. Gerade bin ich Rang 1. Yes. Aber das muss nicht so bleiben. Zum einen glaube ich, dass die meisten ja noch nicht angegriffen haben von den anderen. Zum anderen ist die Frage, kriege ich eine Pet-Defense rein? Es ist jetzt bei mir zumindest keine drin. Und ja, ich habe Besa Blusa angreifen dürfen, der halt gerade erst die Pets freigeschaltet hat, glaube ich, nach 0 Uhr. Dann diesen Fight hier, sehr interessant. Lob mit Level 4. Ich habe die ja beide gelevelt. Ne? Habe ich euch ja erzählt im letzten Part. Und er hat mit Okodile halt Level 4. Und ja, ich habe ihm 600 HP halt mit Schlupp abgezogen. Und am Ende habe ich mit 858 HP bei Tusi gewonnen. Ich meine, Tusi hatte einen Elementvorteil. Also theoretisch hätte ich den Fight auch so gewinnen müssen gegen Okodile, es war aber auch knapp. Minus 48 hat er da rechts. Das heißt, eine weitere Attack hätte er mir noch geben können. Also möglicherweise habe ich dort den Kampf natürlich gewonnen, vielleicht durch die 2 Pets-Fütterung. Ja, das könnte passieren. Oder hätte er noch ein anderes Pet mehr gefüttert, hätte ich den Fight vielleicht verloren. Weiß ich nicht. Dann haben wir Piping Gitano dran gehabt, der hatte einen Okodile auf 4. Aber da war ich mit Lillipon halt schon durch Tag 2 auf 6. Dann hat man nochmal den Cruiser, aber da hatte ich ja noch andere Level offen. Hier Gulps auf 4, hat Okodile schon fast besiegt. Dann habe ich noch einen Pyrophibus auf 7. Also ihm haben wir ziemlich viel Ehre weggenommen da oben und damit sind wir halt natürlich auch hochgekommen. Da hat man nochmal Besa Blusa, der hat uns nicht so viel Ehre gegeben. Also das waren die 5 Attacks. Fest steht, egal was jetzt hier ist oder nicht, wir haben alle Pet-Attacks gewonnen. Das ist schon mal vorteilhaft. Und wir sind auch in der Defense gut aufgestellt, weil Level 7 ist das höchste, was man haben kann als Pet. Dadurch, dass ich sogar Orkill auf 6 habe. Es ist unwahrscheinlich, wenn ich angegriffen werden sollte, dass ich diesen Fight wirklich verliere. Zusätzlich muss man auch noch sagen, es werden jetzt noch mehr und mehr Leute die Pets freischalten, ja. Weil viele auch zuletzt auf, ja, so bei Guilds, ey. Ja, aber viele, weil hier so bei Pan 60 zum Beispiel ein Gilmag, alle, die hier so sind wahrscheinlich nicht durch die Dungeons gekommen, die sie brauchten, oder sind durchgekommen und hatten aber noch keine Restalu. Und die werden heute höchstwahrscheinlich alle versuchen, dort durchzukommen. Also da werden einige Spieler hinzukommen. Ich rechne mal, ja, dass wir locker 40, 50 Leute dann haben nach Tag 3, mindestens die Pets haben. Und dementsprechend werden die aber auch schwächer sein. Und wenn die mich auch noch in der Pet-Defense haben, ja, dann kriege ich da auch nochmal Ehre. Also das würde allen so gehen, jetzt nicht nur mir. Ja. Naja, gut. Das erstmal dazu. Der Handgame für Tag 3 sieht es schon mal sehr gut erfolgreich aus. Ich denke, auf EU20 wird das deutlich zackiger sein. Also da werden wir das direkt spüren. Und ja, für meinen Char bedeutet es jetzt, ich bin jetzt gerade bei zack 0,5%ige Chance. Wir haben ja den Schmied freigeschalten. Ich hatte eh noch ein Epic, was ich einsetzen wollte. Dann haben wir hier noch diese Waffe gefunden. Deshalb, wir können jetzt den Vulkangeist erledigen eigentlich und dann auf 95 gehen. Und dann halt gleich die Alu machen, um die fehlenden Pets zu finden. Oder Pet-Früchte bestenfalls. Oh, das ging mega fix. Das ging richtig schnell von der Hand. No Dungeon Open, alles klar. Ja. Und ja, also Pet-Früchte brauche ich vor allen Dingen für Shadow. Also wenn ich jetzt keine Pet-Früchte-Körbe kriegen sollte, dann habe ich bei Shadow echt ein Problem so ein bisschen, weil ich dann natürlich nicht alles auf Tusi gegeben habe. Also ja, also ich brauche wenigstens 2 Früchte, dann kann ich hier noch eins durch das Habitat machen. Ist ja auch ein Level-Up, sinnvoll. Und auch das Pets würde ich finden. Ja, also das Schattenpet ist wichtig zu finden. Das Lichtpet wäre meine zweite Priorität in der Nacht. Das, ja, und das Tagespad, das wäre meine letzte Priorität. Also ja, und wir brauchen natürlich den Dungeon Key, um weiterzukommen. Hier ist jetzt kein Pet dabei, wie es aussieht. Dann auf jeden Fall immer die kürzeste Expedition nehmen. Und dann geht das eigentlich seinen Gang. Und da sind wir bei Tag 3 hier auch schon sehr, sehr gut gestartet, zumindest was meinen Fokus betrifft. Und dann ist Tag 3, ja, super geil, schon mal sehr geil. Tag 3 relevant natürlich auch für die Festung. Das ist bei mir verkackt.
Ich kann ja erst ab 0 Uhr quasi Ressourcen farmen, da können andere schon loslegen. Das Einzige, was ich jetzt versuche, auch in der Festung, ist mich halt relativ weit oben in der Pet-Ernhalle zu halten, um dann hoffentlich Leute zu finden, die also die gute Ressourcen bringen, so sagen wir es mal. Und ja, ähm, ja, da kann ich nicht so viel rausholen, aber wir brauchen ja die Unterwelt eben auch für die Pets in den ersten Wochen. Dann ist es relevant, um dann auch oben zu bleiben. Ja, aber der eine Früchtekorb, der hat natürlich schon mal geschmeckt. Ja, den nehmen wir gleich mal rein hier. Und wenn ich natürlich nicht so viele finde, dann werde ich Schlurp dann nicht nachziehen. Ja, Schlurp macht vielleicht trotzdem ein bisschen Damage gegen einen anderen Morgen. Ja, also das kann schon was bringen. Und perspektivisch ist mir übrigens auch aufgefallen, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Deshalb wäre es gut, Gelclops vielleicht zu finden. Ich kriege morgen 5 Lichtfrüchte. Also da könnte man ein zweites Pet auch noch mal ein bisschen anfüttern. 5 Lichtfrüchte, das schmeckt. Also ja, deshalb hoffe ich tatsächlich auch Gelclops zu finden heute. Ja, da war auch schon der Key dabei, also da geht's weiter. Ist halt krass, wie schnell man die Keys findet, ey, wenn ich überlege, wie lange das früher gedauert hat. Und bis dahin dann kleine Quests, das dauert halt ein bisschen, so kleine Expeditionen. Dafür ist der Vorteil, ist halt die kleinste Expedition nicht 20 Thirst oder 25 Thirst fett, sondern halt nur 12,5. Dadurch kann man viel häufiger Expeditionen auswählen. Und das bringt natürlich dann auch wieder ein paar Vorteile mit sich. Hier hat mir jetzt leider keine Pet-Frucht dabei, aber ja, ich brauche das hier gar nicht mitnehmen. Ich bin ja schon im Extrem drin. Also ein Pet-Event, ja, wenn man jetzt wüsste, ich weiß nicht, ich habe mir diesen Event-Circle lange nicht mehr angeguckt, wenn man wüsste, dass man nächste Woche zum Beispiel Pet-Event hat, ja. Beziehungsweise, ich hätte es wahrscheinlich in den letzten News am Mittwoch mal lesen können, was für Events kommen. Wenn da ein Pet-Event dabei ist, dann wäre das halt richtig heftig für die Pet-Geschichte. Also da hätte man einen riesen Vorteil. Jetzt haben wir hier Rotten Lands und Blackwater Swamp auf der längeren Thirst. Gut, den Key habe ich eh schon. Jetzt muss ich schauen, was ist Rotten Lands. Rotten Lands wäre zum Beispiel das Pet. Also, da es ja eh meine höchste Priorität hat, würde ich das jetzt mal mitnehmen. Wir verlieren halt die Chance auf den Früchtekorb dadurch. Das ist der Nachteil. Aber bei der höchsten Priorität nehmen wir das mit. Und ja, ich muss jetzt schauen, wie weit ich jetzt noch questen will. Aber eigentlich kann man jetzt über Dungeons auch gehen, um auf die 90 Dungeons zu kommen. So, dann haben wir das erstmal durch. Ja, ich glaube, dass ich das so noch nicht schlagen kann. Das ist, glaube ich, vom Level einfach zu schwach. Trotz der Boosts, die es hat. Da könnte ich bei SF-Game Tools nochmal durchgehen, aber eine Pet-Frucht wäre dann nochmal ganz geil. Dann haben wir ja eigentlich das Wichtigste geschafft. Ja, und das ist das, was man halt alles bedenken muss. Ja. Nimmt man dann ein Pet-Ei mit oder nicht? Da bin ich dann relativ frei. Dann kommen natürlich die Pets, die man nur an bestimmten Tagen finden kann. Das heißt, das ist halt so ein Ding. Das muss man dann auf dem Schirm haben und vielleicht auch vorher planen. Auch wenn es darum geht, zu entscheiden, welche Pet-Route man nehmen will. Jetzt haben wir hier Busted Lands, das ist dann Gelclops. Ja, habe ich eigentlich gesagt, wäre ganz geil, wenn wir das jetzt mitkriegen. Ich habe ein Lichtpad theoretisch auch noch frei zum Verfüttern. Das ist halt wieder die lange Quest, die ich eigentlich nicht nehmen will, aber wer weiß, ob die nochmal kommen, so. Deshalb nehme ich es jetzt mit und versuche dann über kurze Quests noch ein paar Früchtekorbe zu kriegen. Und ja, durch das Event, beziehungsweise durch die Freischaltung des Schmiedes, kriegen wir natürlich auch Kristalle, Metalle rein. Haben wir aber durch das Event eh bekommen. Also von daher, ja, wenn die Unterwelt noch kommt, dann haben wir auch noch die Chance auf Seelen dort und so. Das verringert dann die Chance auf Früchtekorbe. Also in den ersten Tagen kann man eigentlich die meisten Früchte durch die Expedition bekommen. Durch die Kürze Thirst und durch die weniger Möglichkeiten in der Freischaltung. Ja, aber gut, jetzt haben wir es erstmal gemacht. Ich werde trotzdem dieses für Tink nehmen. Ach, ich sehe ja gerade, wir haben ja hier noch Habitatskämpfe. Das bringt natürlich nochmal ein paar extra Punkte, ja. Da kann man schon mal mit Perspektive auf morgen ein bisschen verfüttern. Heftig. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt alles zu Tag 3 überhaupt gemacht habe. Aber er neigt sich dem Ende. Also bei mir ist Tag 3 auf jeden Fall zu Ende. Und der ein oder andere spielt hier noch in der Ernhalle. Mittlerweile haben auch 4 Leute über 200. Hufi
Könnte vielleicht sogar noch 210 erreichen, wenn ich das richtig im Chat lese. Also ich glaube, er hat noch 3 Dungeons in der Hölle offen. Mit ein bisschen Schattenwelt. Twister. Denke ich, könnte er 210 noch erreichen. Und ja, das ist für mich jetzt nicht so mega interessant, weil ich kenne es halt von diesen ganzen Serverstarts, auch wenn ich selber nie gespielt habe und ich will das auch gar nicht absprechen, niemanden hier. Aber das wird ja auch von vielen Content-Creatoren ausreichend beleuchtet werden, ja. Grüße gehen raus an Kev, mit dem hatte ich gerade mal geschrieben, wir haben ein Ziel. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Ja, was halt relevant ist auf jeden Fall nach wie vor, dass der Server jetzt in der Breite jetzt nicht so krass Pay-to-Win gespielt wird. Und ich denke, viele, die jetzt hier so in dem im normalen Pay-to-Win-Bereich unterwegs sind, also die jetzt zum Beispiel hier stehen wie ich, ja, auf 135, ich habe theoretisch noch den Man-Eater, den kann ich ziemlich gut schlagen, aber ich gehe jetzt von den Pilzen her halt jetzt nicht mehr so voll rein, weil tatsächlich habe ich jetzt auch nicht mehr so viel, ich will auch nicht zwingend aufladen. Ich überlege mir zwar trotzdem nochmal aufzuladen, aber nicht, um das jetzt in die Dungeons zu verpassen, sondern für die kommende Woche. Das ist nämlich interessant. Wir haben es in-game, werden wir es wahrscheinlich erst Mittwoch hören oder sowas. Aber nächstes Wochenende ist nochmal XP und Gold-Event und dazu noch Seelen-Event und dazu Pet-Event und ich glaube nochmal hier Schmied-Event. Und das ist eine relevante Information für die Spieler, die jetzt halt hier hochgehen im Level. Es macht natürlich Sinn, es jetzt zu machen, wenn man ein bisschen Geld investiert, weil man jetzt noch Epics einfach blättern kann, um durch die Dungeons zu rushen, also um zumindest in Richtung 210 oder so zu kommen. Dann kann man im Laufe der Woche da noch ein bisschen weitergehen, man kann sich noch ein bisschen skillerisch verbessern, die Steine werden vielleicht nochmal besser, weil insgesamt die Hall of Night auch sich verstärkt und vor allen Dingen werden die Steine besser. Wir sehen es ja bei allen Leuten jetzt, also hier sind die Steine bei 220, aufgrund des Levels, hier sind sie wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Ja, das liegt vor allen Dingen am Level. Bei Davalon ist es schon anders. Da sieht man gleich einen Unterschied. Hier geht es in Richtung 300 und ohne in SF-Game-Tools zu schauen, weiß ich, woran das liegt, sein Ausbau. Er hat insgesamt ein Upgrade von 156. Das ist fast mit der höchste Ausbau, glaube ich, den ich hier gesehen habe. Ich bin bei 135 und meine Festung sieht ja wie folgt aus. Fortress auf 9, die ja, braucht man jetzt Ressourcen natürlich für die 10. Ich mache ja keine Festungspartnerschaft. Die Sammler habe ich auf 6, 7, Barracks auf 7, Arbeiterquartier auf 7, Schmiede auf 3. Also die kleinen Gebäude kann man noch hochziehen, definitiv. Da steigt man da ein bisschen. Aber er hat auf jeden Fall die Gemmine schon. Der ist schon am Hochziehen. Der Davalon farmt jetzt Ressourcen. Ich glaube, vermute sogar, er hat eine Festungspartnerschaft. Und er zieht die Mine hoch. Und mit der höheren Mine werden die Steine halt nochmal essentiell besser. Und alle, die jetzt hochziehen im Level und demnächst halt jetzt auch die Gemmine auf 10 pushen, auch für die Unterwelt. Also ich gehe davon aus, dass Davalon der Erste ist, der die Unterwelt hat. Stand dem, was ich jetzt sehe. Ach nee, Casey. Guck mal, Casey hat auch 100. Nee, Quatsch, bin ich dumm, das ist das Level. Sorry. Also ich könnte es mir vorstellen, dass Davalon der Erste ist mit der Unterwelt. Und dann kommt ja auch noch natürlich der Gladiator-Trainer dazu. Also bessere Steine und Gladiator-Trainer, da pushen dann die Leute von 220, 230 halt nochmal extrem hoch. Aber die das jetzt nicht machen, die jetzt hier sind, können im Laufe der Woche halt trotzdem auch mit Hilfe der besseren Steine oder eben respektive irgendwann auch der Unterwelt relativ gut auch Level machen. Also viele der Spieler, die jetzt in meinem Levelbereich sind und die halt ein bisschen Geld investieren wollen für einen guten Char auf diesem Server, sollten halt versuchen, im Laufe der nächsten 4, 5 Tage, also bis Freitag, halt auch wenigstens in den Bereich Level 210 zu kommen. Also wenn man so 210 erreicht, also wenn man die Hölle besiegt, dann ist man auf 210 und die Hölle ist halt noch relativ easy. Danach kommt der 13. Stock, da werden die Dungeon-Gegner ein bisschen härter zwar, aber man hat eben auch die also die Schattenwelt und den Twister und dann kann man eben in die Events reingehen. Man kann in XP-Event reingehen, in Gold-Event mit Level 210 plus macht es halt Sinn. Jeder, der es jetzt nicht schafft, wird nochmal perspektivischen Nachteil haben auf diesem Server gegenüber denen, die es halt schon erspielt haben. Und jetzt kommen wir mal zu dem Ziel, was ich und Kev haben. Ja, also hier geht es ja um die Pets. Wir wollen Erster sein bei den Pets und tatsächlich, ja, 15 Pets ist das Maximum, mehr kann man jetzt nicht haben. Ab morgen kann das Ganze nochmal hochgehen.
man kann eigentlich überall, ähm, man kann überall auf Level 10 gehen. Ne, Quatsch, 8, 9, 10, doch. Ich weiß nicht, ob wir jedes Pet-Habitat schlagen können tatsächlich dadurch. Aber das kann man versuchen. Ja, da kann man auch SF-Game-Tools dazu nehmen. Da kann man Pets dann auch finden. Es sind allesamt Tagespets. Das ist ein bisschen eklig, außer Okutakel. Also 4 Tagespets. Das ist schon wieder sehr eklig, wenn man daran denkt, Expedition spielen zu wollen. Aber um dieses Ziel zu erreichen, und das wird jetzt richtig interessant, startet ab Montag, also ab heute, wenn ihr das Video seht, die Egghunt. Und das ist ein Event, wo man auf jeden Fall Früchte sammeln kann. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr im Kopf, was man alles wie machen muss, aber die Rewards für Pets sind, glaube ich, ganz interessant. Und dann ist ja Pet-Event auch kommende Woche, also ab Freitag. Und da geht es halt richtig los. Also das, was man jetzt hier gestartet hat, wenn man da ein bisschen Glück hat und das mitspielt, dann wird es richtig heftig werden. Und durch dieses Pet-Event kann man halt echt auch überlegen, welche Routen man tatsächlich gehen will. Also, ja. Also, ne, wenn man mal alle Früchte bekommt, dann sind das für die Pets, zum Beispiel bei Feuer ist ganz interessant. Da kommen da locker 30 Level on top. Also nach dem Event. Dann ist man bei seinem besten Pet bei 40. Also dann noch auf Kokofö zu gehen, weiß ich nicht. Muss ich echt überlegen. Aber ich vermute trotzdem, dass sie es machen, weil es gibt halt irgendwie nichts anderes Sinnvolles, was man machen kann, außer man geht halt dann komplett auf Fragupir von vornherein. Weiß es nicht. Ne? Ich hätte halt gern dann schon Kokofö vor dem Pet-Event. Nee, die Pets haben wir alle erst nach dem Pet-Event. Das ist so ein bisschen das Ding, wo ich echt überlege, muss ich da was ändern oder nicht? Ich kann es nicht hundertprozentig bestimmen, aber auf jeden Fall kann man Pets füttern und das wird mega interessant sein. Und ja, gucken wir nochmal abschließend in die Gilde. Wir machen jetzt gerade den 4. Raid. Ich werde mich dann, ja, ich glaube, ich mache jetzt nicht mehr viel. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt relevant bin mit 135. Ich glaube, nee, das ist noch nicht relevant. Hier, ja. Komm, einmal revived. Einmal revived, aber ich glaube, da stehen wir hier noch nicht drin. Nee, das reicht nicht. Das ist heftig, ja. Aber, ja. Nee, passt. Also ist echt cool. Hin und wieder mal im Gildenchat am Schreiben oder so. Das ist auch schön, das mal mitzuerleben, halt aus der deutschen Sicht definitiv für mich. Es macht Spaß. Und ja, mal schauen, ob wir das schaffen. Also die Pet-Fights jetzt nach 0 Uhr, die werde ich euch jetzt hier nicht in dieses Video mit reinbringen. Da müsst ihr in der Pet-Ernhalle, also habt ihr es ja vielleicht gesehen, ob man da was reißen kann. Ich frage mich halt auch, gegen wen ich kämpfen werde. Das Ding ist, wir können jetzt halt auch gegen Leute kämpfen hier in dem Bereich. Die haben halt nicht viel Ehre. Ja, wenn man die dann besiegt, dann kriegt man nicht viel Ehre tatsächlich. Ja, also am besten wird man eigentlich Erster, wenn man tatsächlich hier einen der oberen Leute erwischt und den halt auch noch besiegt, beziehungsweise wenn man in der Defense gefordert ist. Und tatsächlich, also ich habe reingeguckt bei mir hier, ich habe noch nie eine Pet-Defense bekommen heute bisher. Also weiß ich nicht, ob mich das morgen berührt. Nun gut, also wir haben auf jeden Fall die Events, die jetzt kommen und die einem zumindest, also mich jetzt dazu gebracht haben, tatsächlich relativ viele Pets mal nebenbei zu füttern. So, weil da kommen wieder neue Dinge hinzu. Bei Feuer gehe ich auch nochmal eins höher. Das kann nicht schaden. Oh, bei Schatten warte ich mal noch. Obwohl Schatten ist halt dran morgen. Ja. Also theoretisch, wenn ich 3-mal gewinne, habe ich wieder 3 Früchte mehr. Na, das ist viele Gedanken, die sich in einem Themenfeld ewig um das Gleiche bewegen. Deshalb, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, kommt gut rein in die Woche, in den Montag und dann hören wir uns. Haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.